Will the prosecution now wish to cross-examine? I'm sorry to have called you. Perhaps it'd be convenient to adjourn for 10 minutes now. Entirely good. Witness, you are a prisoner of war of the United States at the present time. Nein, ich bin kein Kriegsgefangener der Vereinigten Staaten. Ich war englischer Kriegsgefangener und seitdem ich hier bin, bin ich zu einem Internierten erklärt worden. Ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls steht es nicht im Einklang mit einem kriegsgefangenen Offizier, der vor Abschluss der Kampfhandlungen in Feindeshand gefallen ist. You have been allowed to confer with counsel, both while this trial was in progress and mit einem Teil der Verteidiger habe ich mich unterhalten können. Nicht mit allen, aber ich nehme an, dass die anderen Herren Verteidiger es nicht gewünscht hatten. now you'll save a great deal of time if you'll answer my questions as briefly as possible and yes or no where possible. You've been allowed to prepare and keep and bring to the court notes after your consultations with counsel. Die Besprechungsnotiz, die ich mit hatte, war von mir aufgestellt worden. Vorher, ehe ich mit den Verteidigern darüber gesprochen hatte. You have made none of the notes since your consultation with counsel? Eine Notiz habe ich mir gemacht über eine Besprechung. Das war aber nur ein Termin, der mir genannt wurde und den ich auswendig nicht sagen hätte können. And you occupied a very high position in the German Air Forces. Ich war Generalinspekteur. You frequently attended conferences on behalf of Goering. Vertreten habe ich ihn eigentlich nur sehr selten. You deny that you attended conferences on behalf of Goering frequently? Nein, das leugne ich gar nicht ab. Aber ich bin ein Teil der Besprechungen wegen meines Amtes zubefohlen worden. Als Vertreter von ihm hatte ich nur selten Gelegenheit, weil er ja meist selber bei diesen Besprechungen zugegen war. You had a very large part in building up the Luftwaffe, did you not? Jawohl. And you were honored for that, were you not, in 1941 by the Hitler regime?
1941? Nein. Ich glaube, Sie meinen, Herr Oberrichter, 1940. 1940. Well, that's... Perhaps I'm wrong. My Das war publication of Sie it meinen is... die Beförderung zum Feldmarschall, nicht? When was your promotion to Field Marshal? Am 19. Juli 1940. 1940. And did you not receive a gift from the Hitler regime in recognition of your services? Im Jahre 1942, zu meinem 50-jährigen Geburtstag, eine Anerkennung bekommen. And the recognition was in the form of cash, wasn't it? Jawohl, das war eine Bargeldanerkennung, von der ich mir einen Landhof kaufen konnte. And what would it consist of? Die Geldsumme betrug 250.000 Mark. And now you come here to testify, as I understand your testimony, that the regime of which you were a part put Germany into a war for which it was in no wise prepared. Do I understand you correctly? Es ist insofern richtig, Deutschland kam 1939 in einen Krieg hinein, zu dem es auf dem Gebiete der Luftwaffe nicht vorbereitet richtig war. Did the head of the Air Force ever give any warning of that fact to the German people? Das vermag ich nicht zu sagen, das glaube ich nicht, dass er das konnte. Well, you don't know that he ever did do it, do you? Ich kann mich nicht entsinnen, dass er eine solche Warnung vor dem Volke gesagt hat. Ich möchte annehmen, dass die Warnung an die militärische Dienststelle über ihm gerichtet gewesen sein wird. And what office would it be above him? Das ist der Führer gewesen, Adolf Hitler. The Führer, yes. Als Soldat konnte der Reichsmarschall nicht sich an die Öffentlichkeit wenden. Now, can you point to any time, at any meeting of the High Command, or at any other meeting that the Führer called, that Field Marshal Reichsmarshal Goering raised the question that Germany was not prepared for war in the presence of any of those people? Ich kann mich an so eine Besprechung nicht entsinnen, weil solche Besprechungen immer nur zwischen den beiden Personen zusammen stattfanden. Der Reichsmarschall hat niemals dem Führer vor der Öffentlichkeit oder vor einem größeren Kreise von seinen Offizieren stark opponiert, weil Hitler eine solche Opposition nicht duldete. Do you know of any occasion when any one of the defendants in the box ever took a public position against going to war? Öffentlich kann ich mich nicht entsinnen, ich möchte aber glauben, dass auch für die hier angeklagten Herren die ganze Frage des Krieges als eine große Überraschung gekommen ist. You would like to believe that. Ich glaube das so, ja. You do believe it. How long did it take the German forces to conquer Poland? Pardon, ich habe nicht.
Polen zu erobern. Ich glaube 18 Tage. 18 days. How long did it take to drive England off the continent, including the disaster of Dunkirk? Ich glaube 6 Wochen. Yes. How long did it take to overrun Holland and Belgium, both? Wenige Tage. Yes. How long did it take to overrun France and take Paris? Wohl im Ganzen 2 Monate. And how long did it take to overrun Denmark and take possession of Norway? Auch eine kurze Zeit, Dänemark ganz kurz, weil Dänemark sofort sich fügte und Norwegen auch einige Wochen. And you testify, and you want this tribunal to understand you as an officer as saying that there was no preparation known to the officers in advance of those movements. Is that your testimony as an officer? Pardon, ich habe eben nicht verstanden. You testified that those were all surprise movements to the officers of the Luftwaffe. You were surprised at every one of them, you said. Überrascht habe ich gesagt vom Ausbruch des Krieges, wo zuerst ja nur die Rede von Polen war. Die anderen Unternehmungen kamen ja sehr viel später und hatten nun eine größere Zeit der Vorbereitungen auf diesen Krieg. Well, now, relative to Poland, you do not deny that Germany was well prepared for a war with Poland, do you? Or do you? Have it either way you want it. Die Größe Deutschlands im Verhältnis zu Polen war stark genug. Was ich unter der Bereitschaft für den Krieg verstanden habe bei meiner Aussage, heißt für den großen Umfang eines Weltkrieges. Für den war Deutschland 1939 nicht vorbereitet. But she was prepared for the campaign that she initiated, was she not? Das möchte ich nicht so sagen, sondern es hatte selbstverständlich eine Rüstung, wie jede andere Nation, die über eine Wehrmacht verfügt, auch hat. Und diese wurde für Polen in einen Bereitschaftszustand versetzt und war dann ausreichend, wenn auch zu unserer eigenen Überraschung in dieser kurzen Zeit Polen niederzuwerfen. Would you question or deny that relative to the other powers on the continent of Europe, Germany was the best prepared for war on the first day of September 1939? Ich glaube, dass an und für sich die englische Luftwaffe damals noch stärker war als die deutsche. I asked you in reference to the continental powers. Do you question that Germany was far better prepared for war than any of her immediate neighbors? Ich bin der Überzeugung, dass sowohl Frankreich wie Polen entsprechend ihren Kräften genauso vorbereitet waren wie Deutschland auch. Sie hatten nur den Vorteil einer viel längeren Arbeit auf diesem Gebiete, die ja in Deutschland erst 5 Jahre vor Kriegsausbruch beginnen konnte. When did you first meet Hermann Goering? Ich glaube im Jahre 1928. What was he then?
What Yep. position did he hold? Er war damals Reichstagsabgeordneter. And what were you doing? What was your business? Ich war damals Leiter der deutschen Lufthansa, eines zivilen Verkehrsunternehmens. And did you have some discussions with Hermann Goering at about that time as to what would be done with Air Force if the Nazi Party came to power? In dieser ersten Zeit noch lange nicht. When did you first discuss that with Goering? Über diese Frage, glaube ich, hat damals Goering mit mir im Jahr 32 gesprochen, als ein Plan war, im Jahre 32 die Regierung zu übernehmen. Man glaubte, dass damals schon die anderen Parteien mit den Nationalsozialisten eine Regierung bilden würden. Und bei der Gelegenheit, glaube ich, hat Goering mal davon gesprochen, dass, wenn eine Regierung am Ruder wäre, zu der auch die Nationalsozialisten gehörten, auch die Aussicht bestände, dass Deutschland wieder wehrfähig werden würde. Following that, you became a member of the Nazi Party, did you not? Ich bin erst nach 33 zur Partei gekommen, bis ich nachher wieder Offizier wurde und damit die Sache dann ausscheidete. Well, you waited until after they won to join? Jawohl. Do you recall a conversation that you had with Hermann Goering on the 28th of January, 1933? Jawohl. And where did that take place? Bei mir in meiner Wohnung. Did he call upon you? Nein, ich hatte diesen Abend Gäste bei mir und plötzlich kam er, weil er mich dringend sprechen wollte. And will you relate to the tribunal the conversation that you had with Goering at that time? Er erzählte mir, dass nunmehr mit den anderen Parteien, die in Frage kamen, ein Abkommen getroffen wäre, dass eine gemeinsame Regierung mit den Nationalsozialisten gebildet würde. Der Reichspräsident von Hindenburg sei jetzt mit der Betrauung von Adolf Hitler als Kanzler in dieser Regierung einverstanden. Er frage mich, ob ich bereit wäre, für ein zu gründendes Luftfahrtministerium meine Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. Ich habe ihm damals nur aus dem Grunde, weil ich meine Lufthansa nicht verlassen wollte, zwei andere Persönlichkeiten statt meiner vorgeschlagen. Goering lehnte diese ab und bestand darauf, dass ich meine Mitarbeit ihm zur Verfügung stellte. Did you agree to do so? Ich habe ihm gesagt, ich bitte mir es noch zu überlegen und ich machte es davon abhängig, ob Hitler darauf bestehen würde. Well, what did Hitler do? Ich habe angenommen, am 30. Nachdem mir Hitler nochmal gesagt hatte, dass er mein technisches Wissen und Können auf dem Gebiete der Luftfahrt für unumgänglich nötig hielte. So, on the day that the Nazi Party came to power, you took over the task of building a Nazi Air Force, did you not? Nein, nicht der Luftwaffe, sondern es handelte sich zunächst nur um die Frage der Zusammenfassung der vorhandenen Verwaltungsgebiete auf dem Gebiete der Luftfahrt. Es waren dies eine zivile Luftverkehrsgesellschaft oder zwei, es waren die Luftfahrtindustrien, die da waren, und es waren die Verkehrsfliegerschulen, es war der Wetterdienst und
vielleicht noch die verschiedenen Forschungsinstitute. Ich glaube, damit habe ich den gesamten Umfang der damaligen Luftfahrt, nicht Luftwaffe, angegeben. Perhaps I'll say you took over the task of making Germany preeminent in the air. Nein, das kann man auch damit Well, nicht put it sagen. your own way. Tell us what you did, what your object was in taking over this new task. Den Luftverkehr und alles, was dazugehörte, im großen Stil auszubauen. Das war die erste Aufgabe. You made visits then to France and England and returned and reported to Hitler personally. Did you not? Jawohl. When you returned from England, did you warn Hitler against the activities of Ribbentrop? Jawohl. What did you tell Hitler about the activities of Ribbentrop in England? Dass ich in England den Eindruck gewonnen hätte, dass Herr von Ribbentrop dort keine persona grata wäre. Well, now, when you were interrogated before, didn't you state, after your capture, that you told Hitler that if he didn't get rid of Ribbentrop soon, he was going to have trouble with England? Isn't that what you told Hitler, in substance? Ich kann mich auf diesen Wortlaut so nicht mehr heute besinnen. Well, isn't that the sense of it? Es war meine Auffassung, dass nach England ein anderer Mann gehörte, um den Wunsch, den Hitler immer wieder ausdrückte, mit England zusammenzugehen in seiner Politik, um diesen zu verwirklichen. Auch durch Beschließen in die Kriegshandlungen einbezogen werden. 9. Gerät ein deutscher Soldat in Gefangenschaft, so muss er auf Befragen seinen Namen und Dienstgrad angeben. Unter keinen Umständen darf er über Zugehörigkeit zu seinem Truppenteil und über militärische, politische und wirtschaftliche Verhältnisse auf der deutschen Seite aussagen. Weder durch Versprechungen noch durch Drohungen darf er sich dazu verleiten lassen. 10. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Befehle in Dienstsachen sind strafbar. Verstöße des Feindes gegen die unter 1 bis 8 angeführten Grundsätze sind zu melden. Vergeltungsmaßregeln sind nur auf Befehl der höheren Truppenführung zulässig. Now that, as you understand it, is the military law conforming with international law, which was promulgated for the governance of the troops in the field. Jawohl. And you, you understood, and it was generally understood in the German army that that was international law, was it not? Jeder Soldat musste es wissen, dass das die deutschen Vorschriften waren, weil sie bei ihm als Vorblatt in sein Soldbuch, was jeder Soldat hatte und bei sich tragen musste, eingeklebt hatte. Der Soldat in der Masse wusste natürlich nicht, dass das internationale Recht ist. Well, the higher commanders like yourself didn't you? Jawohl. And that represented your understanding and interpretation of your duties and obligations as honorable men in combat. Jawohl. Now, did you participate in the activities of Hermann Goering in collecting the art of France and other occupied territories? Nein. Did you participate in the removal of civilian population for forced labor? Nein. You know it was done, do you not?
ich habe nicht gewusst, dass die Arbeiter, die aus dem Auslande kamen, verschleppt wurden, sondern uns wurde gesagt, dass die aufgrund freiwilliger Meldungen kamen, beziehungsweise von Frankreich wusste ich, dass die Franzosen selber von einem bestimmten Zeitpunkt ab, vorher kamen sie, nachher nicht mehr kommen wollten, dass aber die französische Regierung entsprechende Weisungen von sich aus erteilt hat. Aside from that, then, you didn't know anything about involuntary or forced labor in Germany. Is that your testimony? Nein, ich habe nur gewusst, dass Well, now tell us what you did know about it and what you did about it. Ich wusste, dass diese Leute angeworben wurden damals, dass sie also freiwillig kamen. Ich wusste, dass viele sehr zufrieden waren, dass aber mit der Zeit, als die deutsche militärische Lage schlechter wurde, auch innerhalb dieser fremdländischen Arbeiter, wenn auch nur in einem, soweit es mir zu Ohren kam, kleinerem Umfang, eine schlechte Stimmung aufkam. Ich darf noch sagen, im Allgemeinen führten wir das darauf zurück, dass die Verpflegung für die Leute nicht so war, wie sie gerne haben wollten, und deshalb bemühten sich auch die verschiedensten Stellen an der Spitze des Ministeriums Speer dafür, die Lebensbedingungen dieser Menschen zu verbessern und zu erleichtern. Now, you have not yet answered my question. Did you know that forced labor was being brought from occupied territories and compelled to work in German industry? Did you know it? Ich wusste nur, dass die Franzosen durch ihre französische Regierung zum Schluss gezwungen wurden zu kommen. Did you know that prisoners of war were forced to work in the airplane industry and were actually forced to man guns? Did you know that? Ich habe davon gehört. And you heard about it from your fellow officers, did you not? Von wem ich es gehört habe, weiß ich im Moment nicht. Es gab eine Einrichtung, ich glaube, Hilfswillige sich nannte. Das waren Anwerbungen, soviel ich weiß, freiwilliger Art unter diesen Kriegsgefangenen. And did you learn about, even if you didn't participate in it, the plan for the collection of art from the occupied countries? Nein, von diesem Plan, so, wie der gewesen ist, habe ich nichts gewusst. Hier in Nürnberg habe ich erst davon erfahren durch einige Zeugen. Now I want to ask you some questions about certain exhibits. I refer to number 343 PS, United States Exhibit 463. I'll ask to have that exhibit shown to you. Die Briefe sind von mir unterschrieben, sind auch auf meinem Briefpapier geschrieben worden.
aufgestellt worden müssen sie sein von der Sanitätsinspektion. Ich habe an den Inhalt selber kein rechtes Erinnerungsvermögen mehr, wie ich neulich schon ausführte. Ich möchte nur sagen, dass die Antworten darauf abgestellt sind, in keinerlei Schwierigkeiten von unserer Seite Luftwaffe mit Herrn Himmler zu kommen. Zum Beispiel habe ich die Ausführung von Dr. Rasche und Romberg niemals gelesen, sondern die sind von der Sanitätsinspektion gelesen worden. Well, I'll get to that. Ich war in der Beziehung Briefträger gewissermaßen für den Schriftverkehr von dem SS zu unserer Sanitätsinspektion. When you testified on interrogation, you had no recollection of these letters. But on Friday, you testified that you made some alterations in one of them before it went out. Do you want to tell us what that alteration was? Ja, ich habe diese Briefe zum Teil vorgelegt bekommen bei meiner Vernehmung hier. Und dadurch habe ich überhaupt erst wieder eine Erinnerung bekommen. Die Abänderungen, die ich gemacht habe, waren nur Abänderungen in der Frage Höflichkeit. Mit Rücksicht auf die große Empfindlichkeit von Herrn Himmler. Ich glaube nicht, dass das einer dieser beiden Briefe ist, wo die Abänderung war. Das, glaube ich, war ein anderer Brief. Oh, it was the other letter in which there was a change. Number Ich glaube, 1607. ja. P.S. Now you said on your examination, your interrogation, you gave a reason why these were brought to you for signature instead of being signed by the bureau chiefs. Do you remember what that reason was? Jawohl, ich habe den Eindruck gehabt, dass der Sanitätsinspekteur seine Absage nicht an Himmler schreiben wollte, weil er befürchtete. Während Himmler an mich geschrieben hat, weil er überhaupt im Allgemeinen entweder nur an den Reichsmarschall schrieb oder an mich, schon weil er die Organisation der Luftwaffe auf diesem Gebiet nicht kannte. Denn der Sanitätsinspekteur unterstand mir nicht. Well, I understand from your interrogations that you gave as the reason why these letters were brought to you for signature that your office was in fear of Himmler and didn't want to take the responsibility of writing a letter to him. Is that right? Mein Büro nicht, aber ich glaube, die Sanitätsinspektion wollte sich nicht gerne Himmler gegenüber in eine schlechte Lage bringen. And I think you also said that the officials of that department were afraid of the SS. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Yes. Were they engaged in any illegal conduct or any activity against the government? Pardon, ich habe nicht verstanden. Were those people who were afraid? Wer, die Sanitätsinspektion? Nein. Yes. Were they were responsible officials doing their duty as far as you know? Is that right? Ja, Herr Oberrichter, da muss man sich in die Verhältnisse, wie sie bei uns sich im Kriege entwickelt hatten, hineindenken. That's exactly what I want you to think about and tell about. Why were these people who were performing their duties in a government office afraid of Himmler or afraid of the SS? Vor der
Explain that situation to us. Vor der SS als solcher wohl nicht, aber vor der Polizei, vor der Geheimpolizei. Für keinen von uns war die Lage sehr leicht. Wir waren alle davon überzeugt, dass wir unter ständiger Beaufsichtigung standen, ganz egal, welchen Rang wir hatten. Es gab wohl auch keinen Menschen, über den nicht Akten dort geführt wurden. Und es ist ja auch sehr vielen Leuten nachher aus Grund dieser Tätigkeit der Prozess gemacht worden. Und die Schwierigkeiten, die daraus entstanden sind, haben ja nicht nur diese Leute betroffen oder andere oder mich, sondern die sind ja bis raufgegangen zum Reichsmarschall, der auch davon betroffen worden ist. So that you mean that from the Reichsmarshal right down to the humblest citizen, there was fear of Heinrich Himmler and his organization. Die Größe der Angst dürfte verschieden gewesen sein. Die war vielleicht in den höchsten und den untersten Stellen am geringsten. Aber in den Mittelstellen war die Sache schon sehr viel schwieriger. Denn es war ganz klar, dass die mittleren Stellen über alles das, was geschah, ihre Kritik fällten. Und dass diese Kritiken nicht von oben her geduldet wurden. I take it from your testimony that it was the reputation of the Gestapo was pretty well understood in Germany. In den letzten Kriegsjahren ganz besonders, ja. Wie weit das berechtigt war, vermag ich nicht zu sagen, aber allgemein war dieses Gefühl vorhanden. Now, I think you also testified that some high military authorities did resign. I call your attention to your testimony in your interrogation by us about von Fritsch and Beck. They resigned, didn't they? Nein, die haben nicht abgedankt, sondern sie wurden abgedankt. Oh, they were thrown out. Is that what? Jawohl, dem wurde gesagt, dass sie nicht mehr benötigt würden. I understood you to testify on your interrogation that even the generals did not dare utter an opinion after those two left. Nein, das habe ich so nie gesagt. Kann ich mich nicht daran entsinnen. Wäre ich dankbar, wenn mir das Protokoll gezeigt werden könnte. Well, I have them. I'll ask you if you were not asked these questions and gave these answers. Before you talked with Hitler about that, you had discussed it with Goering, had you not? Mit wem? Nein. With Goering. Über die Reise? Oder worüber? About the trip and about Ribbentrop and... Nein, ich habe diese Frage mit Reichsmarschall nicht besprochen. There came a time when some engineers were sent to Russia, were they not, to inspect air construction there, factory facilities, that sort of thing. Jawohl, das stimmt. This was a group of engineers, and you had something to do with sending them there, did you not? Nein, ich hatte mit ihr nichts zu tun. Wir unterstand zu diesem Zeitpunkt die Technik nicht.
Under whose command were they? Unter dem Generaloberst Udet und dieser wieder unter dem Reichsmarschall. And when they came back, you learned that they had reported that Russia had greater capacity for building airplane engines than all 6 of the German factories. Did you not? Jawohl, das stimmt. What order did Goering give about that information being made available even to the Führer? Goering hat diese Nachricht nicht geglaubt damals. Ich weiß dieses aus den Worten vom Generaloberst Udet. Well, is it not a fact that you stated to the interrogators before that Goering called them defeated and forbade them to repeat that information to any person, and threatened them with concentration camps if they repeated that information? Did you say that or didn't you? In der Form habe ich das nie gesagt. Sondern, Well, you put it in your form now and tell us just what was said by Goering on that subject. zu einem erheblich späteren Zeitpunkt, als es sich um die amerikanischen Rüstungszahlen handelte, hat mir der Reichsmarschall mal gesagt, jetzt werden Sie auch noch ein Defätist und glauben diese großen Zahlen. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich allerdings an diese Zahlen glaubte. Das hat aber damals mit der russischen Sache nichts zu tun. Were those Russian figures ever reported to Hitler or to the Reichstag, or in any way made public to the German people? Die russischen Zahlen, das vermag ich nicht zu sagen. Ich hatte mit der Frage nichts zu tun. Die amerikanischen Zahlen sind Hitler bestimmt vorgelegt worden. Aber Hitler hat sie nicht geglaubt. You testified on Friday, I believe, that you knew that the commencement of the war with Russia would end with the annihilation of Germany. I remind you of that, and that is correct, is it not? Nicht mit der Zerstörung, mit der Niederlage. Vernichtung oder Niederlage, glaube ich, habe ich gesagt. You went to Reichsmarshal Goering to protest against the entrance into the Russian war. Is that right? Jawohl. And did Goering agree with you that it would end in the defeat of Russia, in the defeat of Germany? Nein, das hat er nicht bejaht. Er musste ja mit Rücksicht auf sein Verhältnis zu Hitler sich sehr vorsichtig äußern. Ich habe ihm die Gründe gesagt für die Schwierigkeiten für Deutschland. Und er hat dazu genickt. Und ich hatte den Eindruck aus seinen Worten, dass er dieselben Argumente bereits auch bei Hitler vergeblich vorgetragen hätte. In other words, he agreed with you that it would end in the defeat of Germany, but he didn't want it said to Hitler. Didn't want you to say it to Hitler. Is that right? Nein, ich kann das nicht so weitgehend sagen. Das war mein Schluss, dass ich sagte, das ist für Deutschland die Niederlage. Er hat nur zugestimmt mir, dass dieser Krieg auf alle Fälle vermieden werden müsste und dass er ein Unglück für Deutschland sein würde. In dieser Form. Das Wort Niederlage hat er dabei nicht gebraucht. Was it mentioned by you? Ich hatte erwähnt, dass das die Niederlage Deutschlands sein würde. Einen Zwei-Fronten-Krieg mit einem so starken Gegner noch dazu zu beginnen.
And did he disagree with you about that? Did he take issue with you about that? Nein, gestritten hat er sich nicht darüber, sondern er hat sich nur dagegen erklärt, irgendeinen weiteren Schritt noch zu unternehmen, weil er den für unmöglich hielt und dieses bei Hitler nur den Eindruck erwecken könnte, dass wir bei der Luftwaffe Defätisten wären. Aber ohne dass das irgendetwas ändern könnte. And you didn't attempt any further to convey the information on which you thought Germany would be defeated if she entered war with Russia to Hitler or to any other officer of the High Command. Das war für mich unmöglich. Ich konnte nicht gegen den Befehl meines Vorgesetzten darin handeln. The Reichsmarschall. Der Reichsmarschall, jawohl. And so far as you know, he never conveyed that information after his talk with you to Hitler, that it was your opinion that the war would end in disaster. Ich hatte den Eindruck, dass er das schon vorher mit Hitler besprochen hatte, dass er aber dabei nicht dazu gekommen war, sich irgendwie durchzusetzen, weil das eben Hitler gegenüber nicht möglich war. Well, but you had been abroad for Hitler and reported to him, and he apparently had confidence in you. And I am asking you, if Hermann Goering ever reported to Hitler that you, out of your information, felt that it was a disaster to go into that war? Meine Reisen waren nicht auf Befehl von Hitler geschehen, sondern die waren auf Einladungen der fremden Regierungen an die deutsche Luftwaffe, vom Reichsmarschall dann befohlen gewesen. Ich habe nur mit Rücksicht auf die Wichtigkeit dieser Reisen und auf die dabei doch gefallenen politischen Worte, trotz meiner Ablehnung an Ort und Stelle, dass ich damit als Soldat nichts zu tun hätte, mich verpflichtet gesehen, auch Hitler persönlich meine Eindrücke zu übermitteln. Did Goering direct you to do that? Zu Hitler zu gehen. Jawohl, ich glaube, es war von Goering Hitler mitgeteilt und Hitler hat mich zu sich befohlen. Ich habe nicht von mir aus gesagt, ich gehe jetzt zu Hitler hin, sondern ich hatte einen Befehl dazu von ihm selber. And did he send you to Hitler until he knew what you were going to report? Nein, er selber hat sie für diese Fragen So he damals did know. keine Kenntnis genommen. Er hatte keine Zeit, mich zu empfangen. Goering had no time to receive you? Nein, Goering hatte sehr viele andere Sachen damals zu tun und wollte von diesen Sachen nichts damals wissen. So he left that to Hitler, who wasn't busy, I take it. Is that true? Hitler hatte dafür das Interesse. I think you told us in the interrogations that Goering was not very industrious. Is that correct? Ich möchte mich zu dieser Frage sehr ungern nur äußern. Very well, I withdraw it. It wasn't a kindly question to begin with. When you found that Germany was going into a war which you, as an informed officer, considered a disaster, did you resign? Wovon zurück? Resign your commission as an officer or take any other steps to Das war, protest? nein, das war vollkommen unmöglich und durch Befehl geregelt, dass das nicht der Fall sein durfte. And who gave that order? Hitler selber.
Now, you said you had experienced this Nicht für meinen yourself. persönlichen Fall, sondern als generell hat er den Befehl gegeben. You said Friday that you experienced it yourself, that you couldn't resign. Man konnte sich nicht zurückziehen, nein. Well, did you try it at any time? Ich habe um meinen Abschied mehrfach gebeten, im Frieden. Der ist aber nicht bewilligt worden, mit der Begründung, dass ich das Recht hätte, meinen Abschied zu fordern, sondern dass mir von oben her gesagt würde, wann ich zu gehen hätte. Did you not? Im Kriege habe ich meinen Abschied nicht erbeten, weil ich als Soldat ja im Kriege keinen Abschied erbitten kann. Did you not have some talk with Goering at one time about retiring from your position, in which he not only forbade you to leave, but also told you there would be no use of feigning ill health? Jawohl, also es gab keine Möglichkeit, auf diesem Wege sich irgendwie zu entschuldigen, wenn man nicht wirklich krank gewesen wäre. Früher war es üblich, dass man, wenn man in höherer Stellung zurücktrat, Gesundheitsgründe angab. Das war nicht mehr möglich. And he did suggest to you in that discussion one way out, didn't he? Nein, er hat mir keinen vorgeschlagen, sondern ich selber habe ihm einen vorgeschlagen. What did you suggest? What talk did you have about suicide? Did Goering tell you that the only way you could get out was to commit suicide? Das wäre wohl die einzige Möglichkeit gewesen, wegzukommen. Well, did Goering tell you that? Nein, das habe ich gesagt. Er nicht. And he didn't disagree with you, I think. Nein, darauf legte er keinen Wert, dass ich das tat. Now, you have the regulations with you, which you say were printed for the information of every soldier about international law and regulations. Do you have them with you this morning? Das habe ich bei mir, das ist in meinem Soldbuch drin, wie bei jedem Soldaten. Now, you gave us a little information about that, but I'd like you to get that out and give us exactly the text of those instructions or regulations which you say reflect international law as you understood it. Ich soll die jetzt vorlesen, nicht wahr? Not too fast. Nein. 10 Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten. Erstens. Der deutsche Soldat kämpft ritterlich für den Sieg seines Volkes. Grausamkeiten und nutzlose Zerstörungen sind seiner unwürdig. Zweitens. Der Kämpfer muss uniformiert oder mit einem besonders eingeführten, weithin sichtbaren Abzeichen versehen sein. Kämpfen in Zivilkleidung ohne ein solches Abzeichen ist verboten. Drittens. Es darf kein Gegner getötet werden, der sich ergibt. Auch nicht der Freischärler oder der Spion. Diese erhalten ihre gerechte Strafe durch die Gerichte. Viertens. Kriegsgefangene dürfen nicht misshandelt oder beleidigt werden. Waffen, Pläne und Aufzeichnungen sind abzunehmen. Von ihrer Habe darf sonst nichts weggenommen werden. Fünftens. Dumm-Dumm-Geschosse sind verboten. Geschosse dürfen auch nicht in solche umgestaltet werden. Sechstens.
Das Rote Kreuz ist unverletzlich. Verwundete Gegner sind menschlich zu behandeln. Sanitätspersonal und Feldgeistliche dürfen in ihrer ärztlichen bzw. seelsorgerischen Tätigkeit nicht gehindert werden. 7. Die Zivilbevölkerung ist unverletzlich. Der Soldat darf nicht plündern oder mutwillig zerstören. Geschichtliche Denkmäler und Gebäude, die dem Gottesdienst, der Kunst, Wissenschaft oder der Wohltätigkeit dienen, sind besonders zu achten. Natural- und Dienstleistungen von der Bevölkerung dürfen nur auf Befehl von Vorgesetzten gegen Entschädigung beansprucht werden. 8. Neutrales Gebiet darf weder durch Betreten oder Überfliegen. And you found nobody there except criminals. Was man mir gezeigt hatte, waren alles Leute, die entweder Verbrechen oder Vergehen in größerem Umfang begangen hatten, und von der politischen Seite habe ich nur Leute gesehen, die am Röhmputsch teilgenommen hatten. Ob andere da waren, vermag ich nicht zu sagen, denn ich kann nicht beschwören, dass ich das ganze Lager gesehen hätte. Aber alles, was wir sehen wollten, wir haben öfter gesagt, ich will das noch sehen oder das, und dann sind wir dort hingegangen und hingeführt worden. By whose authority did you get into the concentration camp for an examination? Himmler. Who asked Himmler if you could go? Ich verstehe nicht. Did Goering know that you were making the trip? Ich glaube, nein. Why were you Es so war, much... es war auch keine besondere Reise, sondern ich hatte unten in Süddeutschland in militärischer Eigenschaft etwas zu tun und habe einen Vormittag für diese Sache mir aufgespart. There were people in the concentration camp that had to do with the Rome push, did you call it? Jawohl, ja. How many were there that had to do with that? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Alles in allem, was ich gesehen habe, würde ich heute schätzen auf 400 bis 500 Menschen. 400 to 500 people. And how many were killed in Ich kann das aber für diese Zahl mich nicht verbürgen. Es können genauso gut 700 gewesen sein. Aber meine Schätzung liegt etwa in dieser Größe. How many people were killed in the Rome purge? Ich kenne nur die Zahl, die Hitler im Reichstag veröffentlicht hat. Ich kann sie nicht mehr sagen, ich habe es gedächtnismäßig nicht mehr da. Es waren etwa zwischen 100 und 200, wenn ich mich recht entsinne. Now, why were you so concerned about concentration camps? Did you have any official responsibility for them? Nein, ich hatte keinerlei Verantwortung, aber da so viel von gesprochen wurde, habe ich damals noch versucht, mir selber ein Bild zu machen, weil ich mir sagte, ich werde von vielen Leuten gefragt, ich kann ja keine Antwort darauf geben und will mal selber sehen, ob man sich ein Bild dort verschaffen kann. Now, Germany had ordinary prisons for criminal prisoners, didn't it? Selbstverständlich. Yes. And those prisons had sufficed for a good many years to take care of the criminal population, had they not? Ja, welche Gründe da vorgelegen haben, vermag ich nicht zu sagen. And the concentration camp was something new that came in after 1933. Jawohl. Ich habe jedenfalls früher in Deutschland davon nicht gehört.
Did you see any Jews in the camp? Verstehe nicht? Did you see any Jews in the concentration camp when you inspected it? Jawohl, waren auch eine Baracke, die von Juden belegt war, aber sie hatten alle große Strafen wegen wirtschaftlicher Vergehen und Verbrechen, wie Urkundenfälschung und solchen Sachen. Es war keiner von denen, die wir befragten. Wir gingen durch und jeder antwortete, ohne ungefragt sagte jeder seine Strafe und Gründe. Und es war keiner bei, der von diesem sagte, dass er aus politischen Gründen da war. Politische waren eben nur die SA-Leute. You couldn't find a single prisoner there that claimed he was innocent of crime. Nein, hat jeder seine Sache gemeldet, mit dem wir gesprochen haben. Who accompanied you on that trip? Soweit ich mich entsinne, war der General Wefer, der war Chef des Generalstabs bei, und ich glaube auch Generaloberst Udet war mit. Es waren noch ein paar Herren mit. Wer das war, weiß ich im Moment nicht mehr zu sagen. And who showed you through the concentration camp? Who guided you? Ich weiß nicht, wie der Herr hieß. Es war einer von den Beamten des SD. Ich nehme an, es war der Lagerkommandant selber. Aber wie er geheißen hat, weiß ich nicht. And who was running the concentration camp? What organization was in charge of it? Das vermag ich nicht zu sagen. Ich nehme aber an, irgendeine himmlische Stelle. You have said that the march into the Rhineland was a great surprise to you. Jawohl. Right? Where were you on your leave when this occurred? Ich war in Bergen auf Winterurlaub im Auslande. In Norway? Nein. What Bergen do you mean? Es war in Alpen. Ich glaube, es war Südtirol, also Italien damals. Did you not hear of a meeting, the minutes of which are in evidence here as Great Britain's Exhibit number 160, concerning the Reich Defense Council meeting held on the 26th of June, 1935, some 9 months before the occupation of the Rhineland? Ob ich dabei war, vermag ich nicht zu sagen heute mehr. Ich kann mich daran nicht entsinnen. There were, according to the evidence, 24 members of the Wehrmacht and 5 members of the Luftwaffe present, as well as 24 state and party officials. Were you one of those present at that conference at which this Darf ich nochmal um das Datum bitten? The 26th of June, 35. Kann mich nicht entsinnen, ich weiß das nicht. Did you never learn of that meeting? Ich kann mich im Moment wirklich nicht daran entsinnen. Was soll auf der Besprechung gesagt worden sein? At which the preparations for the occupation of the Rhineland were to be kept secret, and the plan was made to invade the Rhineland? Did you never learn of that meeting? Ich kann mich nicht daran entsinnen. Ich glaube nicht, dass ich dabei gewesen bin. If your honors please
usual time for adjournment, I intend to take up a different subject involving some documents that might be a convenient time. We'll adjourn now. From your knowledge of discussions in Army circles among the Air Force and the General Staff people whom you knew, would you have any opinion as to their attitude toward the beginning of war? Would they share your view, do you believe? To which the minutes show you answered, all of them unanimously. All officers agreed with me. All higher officers agreed with me. A long time ago, I had talked to Field Marshal von Blumberg. In 1937, about the danger of war on account of the careless policy of our politicians. And we feared at that time that England or France wouldn't tolerate that policy in the long run. The 1st of November, 1937, I had a long discussion with von Blumberg about this matter, and he was of the same opinion. That is true, is it not? We were then asked this question: is it true that after General Fritz and General Beck left their offices, that the position of the Army was subordinate to the position of the political personality? Nein, unterstellt gewesen ist sie immer. Die Armee hat immer dem Führer oder früher dem Reichspräsidenten unterstanden. Darin hat sich auch nichts geändert. Der Stabschef war gleichzeitig Oberbefehlshaber. Well, at the time you were interrogated, your answer, which I will now read to you, was this: yes, because Hitler took over the high command personally of the Army and the Navy and the Air Force. That was a position that was held by Blomberg before, and Blomberg was in a position to resist Hitler, which he had done very often. And Hitler respected and feared and listened to his advice. Blomberg was the only elder soldier who was clever enough to reconcile military and political questions. This resistance, Jawohl, war meine Überzeugung. that's what they say. This resistance could not be kept up by the men near Hitler later on. They were too weak for that. For that reason, he probably chose them. Is that true? Meine Auffassung. Did the generals with whom you associated, even before 1939, not feel that the course of action which was being taken by Hitler would be likely to result in a war? Answer: those who were able to think in foreign political terms, yes. But they had to be very cautious about it because they could not utter any opinion. They dared not utter any opinion. Is that right or wrong? Stimmt. And what were the high generals in command of the army afraid of? Who were they afraid of that they didn't dare utter an opinion? Kam gar nicht dazu, Hitler das vorzutragen. Well, who would have done anything about it? There were many generals and only one Hitler. Now, who was going to carry out any orders against them? War eben nicht möglich. Hitler war so stark, dass eben die Gegenargumente der anderen ablehnte oder sie da nicht zu Gehör nahm.
And Hitler had the SS, didn't he? And Himmler. And Totenberg. Das hatte er auch. Außerdem hatte er die gesamte Wehrmacht, die durch Treueid auf ihn verpflichtet war. I think you said that after the 5th of March, 1943, in your interrogation, Hitler was no longer normal. Did you make that statement? Ich habe gesagt, dass nach meiner Auffassung der Hitler der letzten Zeit nicht mehr der Hitler der ersten Zeit gewesen ist, von 1933 bis in den Krieg hinein, sondern dass nach dem Frankreich-Feldzug in irgendeiner Form eine Veränderung bei ihm vorgegangen sein würde. Das wäre meine rein persönliche, private Auffassung. Denn was nachher gemacht worden ist von ihm, widersprach dem, was er selber früher gelehrt hatte, um 180 Grad. Und das konnte ich nicht mehr als normal ansehen. And you want us to understand that Goering continued to act as number 2 man and to take the orders from that period on of an abnormal man. Is that your story? Die Abnormalität war nicht so zu erkennen, dass man sagen konnte, dieser Mann ist nicht mehr geistesanwesend oder dieser Mann ist geistesgestört. So weit braucht das ja nicht zu gehen, sondern die Anormalitäten können sich ja für die Masse und auch für die Nächsten oft unsichtbar zeigen. Ich glaube, dass darüber ein Arzt eher Auskunft geben kann wie ich. Ich habe mich jedenfalls mit solchen Herren darüber damals unterhalten. And they thought it was their opinion that he was abnormal? Dass die Möglichkeit für Abnormalität vorläge, wurde mir von einem Arzt, der mit mir in einem näheren persönlichen Verhältnis steht, zugegeben. A doctor of repute in Germany? Nein, er ist nicht sehr bekannt. Er hat auch nicht irgendwie woanders hin geäußert, denn das war nicht ratsam. If he had, he'd been in the concentration camp, I suppose. Oder mehr. And if you had expressed your opinion that he was abnormal, you probably would have also been there, would you not? Sofort erschossen worden. So you never dared to tell your superior Goering your opinion of Hitler? Ich habe einmal Gelegenheit gehabt, überhaupt Hitler meine Auffassung im Kriege zu sagen, nachher nicht mehr. You informed Goering of your opinion? Ich habe Goering gesprochen und ich habe vor allen Dingen auch mit dieses, was ich eben erwähne, war eine Unterredung, die ich mit Hitler hatte. Oh. Well, you don't, I think you've misunderstood me. You don't mean that you informed Hitler that you considered him abnormal. I'm sure you don't mean that. Nein, das habe ich auch Goering nicht gesagt. That's what I did. You knew, did you not, that Goering, who was your immediate superior, was issuing the anti-Jewish decrees of the Reich government? Nein, das weiß ich nicht. So viele ich weiß, sind die von einer anderen Stelle herausgegeben worden. Didn't you know that the decrees which excluded Jews and half-Jews from positions were issued by Goering? Nein, das weiß ich nicht, sondern so viele ich weiß, sind die Bestimmungen vom Innenministerium oder dass da ja auch zuständig gewesen wäre, ausgegeben worden.
As a matter of fact, did you not have to take certain proceedings to avoid the effect of those decrees yourself? Nein. Ich weiß, was Sie meinen. Das war eine Frage, die lange vorher geklärt worden war. How long before that was it cleared? Soviel ich weiß, im Jahre 33. 1933, right after the Nazis came to power. Jawohl. And at that time, Goering had you, so we'll have no misunderstanding about this, Goering had you made what's called a full Aryan. Was that? Das glaube ich nicht, dass ich durch ihn gemacht wurde, sondern dass ich es war. Well, he had it established, let us say. Hat es absolut mir bei dieser Frage, die unklar war, geholfen. That is, your mother's husband was a Jew, is that correct? Das ist nicht gesagt. You had to demonstrate lack of ancestry through any Jewish source. Is that correct? Jawohl, das musste jeder. Yeah. And in your case, it involved your father, your alleged father. Is that correct? Das stimmt, jawohl. And you certainly were informed then, from the very beginning, of the attitude of the Nazi Party towards Jews, were you not? Nein, das wurde nicht mitgeteilt, sondern musste jeder seine Papiere einreichen und von einem Großelternteil war ein Papier nicht zu finden. And if you never were required to do that under the Weimar Republic, nein, da gab es ja diese Fragen nicht. and you knew that this whole question was raised by the Nazi Party, of which you became a member in 1933, at about the time this happened. Ich hatte meine Mitgliedschaft schon vorher angemeldet, ehe diese Frage aufkam. When did you apply for membership? Das kann ich nicht genau sagen, ich glaube im März oder April. And you had to clear this question before you could become a member, wasn't that the point? Das wurde auch dazwischen geklärt. Ich kann das terminmäßig nicht mehr ganz genau sagen. In 1933, you became aware of the concentration camp, the first one. Da wurde, ich glaube, das war im Jahr 33, dass eine Veröffentlichung darüber gemacht wurde. And you later, as I understand, you heard so many rumors about concentration camps that you thought it ought to be investigated. You ought to go there and see. Jawohl. When was it that these rumors became so persistent that you thought it should be investigated? Das muss um die Jahreswende gewesen sein, von 34 zu 35 und im Frühjahr 35. Denn wenn ich mich recht entsinne, bin ich im Frühjahr 35 in Dachau gewesen. And those rumors persisted throughout the entire period until the collapse of Germany, didn't they? Diese Gerüchte von damals, weshalb ich darum bat, Dachau besuchen zu können, waren eigentlich nur in den Kreisen der höheren Offiziere, von denen ich das hörte.
Mit anderen Kreisen hatte ich damals auch wenig Fühlung. Wie weit das allgemein besprochen wurde, das vermag ich nicht zu sagen. Well, among the higher officers with whom you associated, the rumor went about that these concentration camps were the scenes of atrocities as early as 1935, as I understand you. Now, am I correct about that? Nein, in dem Sinne nicht, sondern dass da... Now tell us what it was you went to investigate. Eine Prüfung konnte ich gar nicht durchführen, sondern nur einen eigenen Augenschein gewinnen, um die vielen Reedereien, es würden dort Leute eingesperrt, die dort gar nicht hingehörten, die unschuldig wären, nur aus politischen Gründen hinkämen und so weiter, um das zu zerstreuen. Vor allen Dingen wurde auch damals besonders erwähnt, dass sehr viele Mitglieder der sogenannten Reaktion dorthin kämen. Und das hatte bei einigen Offizieren Sorgen hervorgerufen. Und da habe ich damals gesagt, ich will mir es einmal ansehen, um einen eigenen Eindruck zu gewinnen zu versuchen. Well, you didn't need to go to Dachau to find that out, did you? You could have asked Goering. Didn't you know that? Wohin? Did you ever ask Goering who was sent to them? Nein, ich habe mit Goering darüber nie Did you know gesprochen. Did you know that Goering publicly said that political enemies of the regime were going to be sent there? That was what they're founded for. Did you know that? Vermag ich nicht zu sagen, dass ich das jemals so gehört habe, aber ich habe mir das so ungefähr gedacht gehabt damals. Und deshalb wollte ich es mir ja ansehen. I want to ask you some questions referring to your duties and activities on the Central Planning Board. You were a member of the Central Planning Board, were you not? Jawohl. What was the period of your membership? Von Anfang an, ich glaube, das war im Jahre 41 oder 42, bis zum Schluss. Members of that board, in addition to yourself, were the defendant Speer, Jawohl. the defendant Funk, Jawohl, später aber erst. when did he come on? In dem Augenblick, als ein großer Teil der zivilen Fertigungen auf das Ministerium Speer vom Wirtschaftsministerium übergingen. And Kerner. Kerner was a member of the board? Körner, jawohl. Who was Dr. Sauer? Sauer war ein Beamter im Ministerium Speer. Der gehörte aber nicht zur zentralen Planung. No. But he did keep some of the minutes, did he not? Nein, nach meiner Meinung nach hat er es nicht geführt. Sokol was frequently attended the meetings, did he not? Oft nicht, aber gelegentlich. What were the functions of this Central Planning Board? Die Verteilung der Rohstoffe unter den verschiedenen Kontingentsträgern, einmal Wehrmacht, Heer, Marine, Luftwaffe und dann der zivile Bedarf für die verschiedenen Sektoren des Bergbaus, der Bauten, der privaten und so weiter. And labor, didn't it? Pardon, das Arbeiter hatten wir nicht zu verteilen. It had nothing to do with labor. Do I understand you correctly? Nicht mit Vorschläge zu machen, aber nicht die Verteilung vorzunehmen. You mean by that not the distribution as between different industries
which were competing to obtain labor? Das war natürlich ein Punkt, den die Rüstung hauptsächlich anging, weniger die zentrale Planung. Did you know that Speer turned over to the United States all of his personal papers and records, including the minutes of this Central Planning Board? Das weiß ich nicht, ich höre es hier. I will ask that the minutes, the volumes of minutes, which constitute United States document R-124, offered in evidence as French exhibit number RF-30, be made available for examination by the witness in the original German. And I shall ask you some questions about it. Jawohl. If you will point out to the witness page 1059, line 22, this, Mr. Witness, purports to be the minutes of conference number 21 of the Central Planning Board, held on the 30th of October, 1942, at the Reich Ministry of Armament and Munitions. And the minute shows you to have been present. Do you recall being there at that meeting? Aus dem einen Satz kann ich es noch nicht sehen, ich möchte es aber wohl annehmen. Yes. Now I call your attention to Jawohl, page... ich sehe hier, dass in dem Protokoll mein Name öfter genannt wird. Yes. Now I call your attention to line 10, to page 1059, line 22, to the following entry, and ask you if this refreshes your recollection about the functions of that board. By Speer, we must also discuss the slackers. Lai has ascertained that the sick list decreased to 1/4 or 1/5 in the factories where doctors are on the staff who are examining the sick man. There is nothing to be said against SS and police taking drastic steps and putting those known as slackers into concentration camps. There is no alternative. Let it happen several times, and the news will soon go round. Were you not concerned with the discussion of the labor situation in that conference? And does that not refresh your recollection as to the dealing with the labor question? Ich kann mich erinnern, dass über die Bummelantenfrage gesprochen wurde. Da handelt es sich aber bei den Bummelanten um Arbeiter, vielmehr um Leute, die in normalen Zeiten im Frieden nicht bei der Arbeiterschaft bei uns waren, sondern die durch die Erfassung der totalen Arbeitskraft im Kriege zur Arbeit verpflichtet wurden. Bei diesen Leuten, ich wiederhole, die nicht zu unserer normalen Arbeiterschaft gehörten, gab es einige Bummelanten, die aber überall den guten Geist in der Arbeiterschaft störten. Und um diese Leute handelt es sich. And those were
were to be sent to concentration camps, as you knew. Ja, das ist hier gesagt worden, aber daraus ist ja noch kein Beschluss gefasst worden. Außerdem waren wir gar nicht dazu zuständig, jemanden in ein Konzentrationslager zu schicken. Well, was it not said that there was nothing to be said against the SS taking them over? You knew that the SS was running concentration camps, didn't you? Jawohl, natürlich. And therefore you knew that turning them over to the SS and sending them to the concentration camp was a means of forcing them to produce more goods, wasn't it? Ja, natürlich sollten die Leute dazu gezwungen werden. Es handelte sich um Deutsche, die ihre Pflicht ihrem Vaterlande gegenüber nicht erfüllen wollten. Now, did this relate only to Germans? Soviel ich weiß, handelt es sich nur um Deutsche, denn der Ausdruck Bummellanden oder fluktuierende Arbeiter wurden sie auch genannt. Waren nur die Leute, die frei herumzogen, die 4-mal im Monat ihren Arbeitsplatz wechselten und uns immer hauptsächlich angegeben wurden von den Vertretern unserer eigenen Arbeiter. Unsere eigenen Arbeiter beschwerten sich darüber, dass diese Leute alle Vorteile für Verpflegung und so weiter bekamen, während sie nichts taten und immer wieder rechtzeitig aus dem Betriebe herausgingen. Und jeder Betrieb froh war, dass er diese Leute los wurde. And got rid of them by sending them to the concentration camps under the SS. Sie sollten erzogen werden, weil von der Seite aus gesagt wurde, dass die Leute bei einer anderen Art der Verteilung ihrer zusätzlichen Verpflegung, nicht der Grundverpflegung, die eben dort abhängig gemacht wurde von der Leistung, sehr schnell erzogen würden. Ich sehe hier nicht, ich kann mich aber entsinnen, dass vorgeschlagen wurde, diese Behandlung zeitlich zu beschränken. Auf 2-3 Monate, um sie dann wieder herauszuholen und falls sie dann vernünftig waren, sie wieder im vollen, freien Verhältnis zu belassen. Now, did you have anything to do on the Central Planning Board with the working of prisoners of war? Nein, meiner Meinung nach nicht. Well, I'll ask you to ask if you be shown the 22nd conference of the Central Planning Board minutes of the meeting held the 2nd of November, 1942, page 1042 at line 24. Which quotes you. The English translation is page 27. And I ask you to refresh your recollection by reading this paragraph. Milch. I believe that agriculture must get its labor quota. Assuming we could have given agriculture 100,000 more men, we would now have 100,000 more men who would be more or less well fed, while actually the human material which we receive generally, above all the PWs, are not in good enough condition for work. Did you make that statement? Kann mich im Einzelnen nicht erinnern, ich nehme aber an, ich weiß nicht, ob ich das Protokoll je gesehen habe.
wir uns mit der Frage auch befasst haben, dass die Landwirtschaft möglichst ihre Arbeiter bekam, weil ja die Ernährungsfrage so außerordentlich wichtig war. Und die Landwirtschaft natürlich über die Rationen, die die Zivilbevölkerung bekam, hinausgehend ihre Leute verpflegen konnte. Diese Frage, dass man diese Leute in die Landwirtschaft steckte, entspricht durchaus meiner Auffassung. Aber es sind dieses hier nur von Seiten der zentralen Planung Anregungen. Ich weiß nicht, ob Herr Saukel, sehe ich, hat auch an dieser Sitzung teilgenommen. Wir haben dort, als die Leute, die mit der Rüstung zu tun hatten, unsere Meinung gesagt, wie man hier und da helfen könnte. And you made recommendations to the Reichsmarshal, didn't you? Kann ich im Moment nicht aus dem Gedächtnis sagen. You never did? Das weiß ich nicht. Das kann ich so nicht aus dem Gedächtnis sagen. And you knew the Reichsmarshal's wishes in reference to the utilization of prisoners of war, do you not? Dass Kriegsgefangene auch in der Arbeit waren, ist mir bekannt. Besonders auf dem Lande waren sehr viele Kriegsgefangene eingesetzt. Did you attend a meeting with the Führer, with Minister Speer? Zu welchem Termin? The 5th of March, 1944. 4. März. 5. März, eine Sekunde. The 5th of March, 1944. Am 5. März, jawohl, bin ich bei einer Besprechung beim Führer gewesen. Und zwar handelt es sich damals um die Frage, einen Jägerstab einzusetzen, das heißt eine gemeinsame Anstrengung der gesamten Rüstung, um möglichst viel Jagdflugzeuge zu erzeugen. Well, now I'll ask that you be shown the Speer's memorandum of that meeting with the Führer, at which General Bodenschatz and Colonel von Bülow were also present, were they not? Zu welchem Termin? The 5th of March, 1944. 4. März. 5. März, eine Sekunde. The 5th of March, 1944. Am 5. März, jawohl, bin ich bei einer Besprechung beim Führer gewesen. Und zwar handelt es sich damals um die Frage, einen Jägerstab einzusetzen, das heißt eine gemeinsame Anstrengung der gesamten Rüstung, um möglichst viel Jagdflugzeuge zu erzeugen. Well, now I'll ask that you be shown the Speer's memorandum of that meeting with the Führer, at which General Bodenschatz and Colonel von Bülow were also present, were they not? That is English translation, page 35, German 139. I call your attention to this paragraph. Told the Führer of the Reich Marshal's wish for the further utilization Marshal's wish for the further utilization of the productive power of prisoners of war
by giving the direction of the Stalag to the SS. With the exception of the English and Americans. The Führer considers the proposal good and has asked Colonel von Bülow to arrange matters accordingly. And I ask you how the SS could increase the production of the prisoners of war. What steps you expected to be taken? Now just answer my question. What steps did you expect the SS to take to increase the production of prisoners of war? Das kann ich heute nicht mehr sagen. Well, jedenfalls zu dieser Zeit war uns von der Art, was von der SS gemacht wurde, in dem Sinne, wie man das heute weiß, nichts bekannt. This was in March of 1944. Jawohl. Well, you have no knowledge of methods by which the SS would be able to speed up production by prisoners of war then. That's the way you want that to stand. Nein, so will ich es nicht stehen lassen. Ich überlege gerade über diesen Punkt, weil ich einen Augenblick das über nachdenken muss. Ich glaube, dass es sich um die Frage handelte, ob Kriegsgefangene zur Verfügung gestellt wurden oder nicht. Es sollte sich nicht darum handeln, dass diese Kriegsgefangenen bei der SS irgendwelchen Dienst taten, sondern nur, dass sie für die Arbeitszwecke zur Verfügung gestellt wurden, muss ich annehmen. Put at the disposal by the SS? You mean? Well, let's go on to the 33rd Conference of the Central Planning Board, held the 16th of February, 1943, at which you and Speer and Sokal, among others, appear to have been present. The English translation, page 28, the German, page 2276 to 2307. There was, at this meeting, to summarize, considerable discussion of the labor situation. First, a report from Schreiber, and then Tim gave a general discussion of the labor situation. And I call your attention to your contribution at page 2298. At the top. Jawohl, ich habe es eben gelesen. As follows. Milch, we have made a request for an order that a certain percentage of men in the AA artillery must be Russians. 50,000 will be taken altogether. 30,000 are already employed as gunners. This is an amusing thing that the Russians must work the guns. What was amusing about making the Russian prisoners of war work the guns? Und das Wort wir haben die Forderung gestellt. Wir ist nicht die zentrale Planung, sondern Hitler hatte diese Forderung gestellt. We means Hitler. Well, jawohl. How did you know about it? Die deutsche Regierung. Und ich finde das eigenartig, dass man durch Kriegsgefangene
gegen die Flugzeuge der Bundesgenossen schießen lassen sollte. Wir waren unwillig, weil wir diese Leute aus der Arbeit bei uns abgeben mussten. Wir waren dagegen, dass sie in der Flakartillerie beschäftigt wurden. This is an amusing thing that the Russians must work the guns. What was amusing about it? Also das witzig heißt nicht, war eigenartig, merkwürdig, nicht zu verstehen. Ich kann auch nicht sagen, ob das Wort so gefallen ist. Ich kenne das Protokoll nicht, habe das Protokoll nicht gesehen. Now, I call your attention to the rest of your contribution. The last 20,000 are still outstanding. Yesterday, I received a letter from the Army High Command in which they say they could not release a single man. They themselves have not enough. Thus, this measure will not be successful for us. And who does for us refer to, if not to your industry requirements? Ich halte dieses Ding für falsch abgefasst, so ist das niemals gesprochen worden, denn das ist in sich unsinnig. No sense. Well, ich kann dieses Protokoll so in der Form nicht anerkennen. Let's turn to page 2297 for a... Ich kann aber zur Erklärung etwas sagen, Herr Oberrichter. Ich kann dazu sagen, dass es sich darum handelte, aus der Rüstung Leute abzugeben, für diesen Zweck bei der Flakartillerie. Wir, die wir die Rüstung hier in Schutz nehmen, als zentrale Planung, wollen die Leute nicht abgeben und sind dagegen. Das war der Sinn der ganzen Sache. Und die OKH erklärt, sie hätten nicht genug Leute. Also auch von der Seite aus. I understand the sense of this to be that you applied for certain workmen for the armament industries, and that the Army High Command refused to give you the men and said they were already employed working guns and other work. Now, is that the sense of that, or isn't it? Nein, auch nicht ganz. Well, just tell me what the sense of it is. Soweit ich mich an diese Sache entsinnen kann, sollte die Rüstung an die Luftwaffe 50.000, wie hier steht, Flak-Soldaten russischer Kriegsgefangene abgegeben werden. Die Rüstung wollte diese Leute oder konnte
diese Leute nicht entbehren. I'm afraid we must adjourn because of some technical difficulty. It's at 4:30 today. I hope to be finished there then. Oh, I had... I will ask to have your attention called to page 2297 in the English translation, about page 28, to your contribution, which reads as follows. Milch. Of course, a front exists somewhere in the east. This front will be held for a certain time. The only thing which the Russians inherit, if we evacuate an area, is the population. The question is whether we had not better make it a rule to take the population back first, as far as 100 kilometers to the rear of the front. All the civil population will be taken back 100 kilometers behind the front. Do you find that? Jawohl, ich habe es gefunden. And I had understood you this morning to state that it was the rule promulgated in your book that the civilian population should not be interfered with. Aus dem letzten Satz zu Schanzarbeiten werden die Leute doch nicht mehr beschäftigt, geht hervor, dass diese Leute sind, die dort zur Zeit als Schanzarbeiter eingesetzt waren. Was das für Leute im Einzelnen waren, vermag ich nicht zu sagen. Sie waren also schon zur Arbeit irgendwo eingesetzt. And you knew that. You knew that they were being used for that kind of work. Hier drin. Ich weiß es heute nicht mehr, aber damals ist es ja nach dem Protokoll gesagt worden. And you knew that they were Vorausgesetzt, being... dass das Protokoll richtig ist. And you knew that they were being used, the civilian population was being forced to dig trenches for your troops. Heute habe ich keine Erinnerung mehr daran, aber damals ist es ja so gesagt worden. Now, I'll ask to have your attention called to the minutes of conference number 11.
held on the 22nd of July, 1942. German, page 3062. English translation 38. 38. First, let me call your attention to the fact that at that meeting, it appears that among those present was Speer, yourself, Kerner. Did Kerner represent the Reichsmarschall? Ja, er war für den Vierjahresplan der Vertreter. Yes. At all meetings of this board, Kerner represented the Reichsmarschall, did he not? Ja, er hat den Vierjahresplan vertreten. And Sokol was present. And representatives from the Iron Association, the Coal Association, and the Ministry for Armaments and Munitions. Jawohl. There was considerable discussion of the labor problem and the requirements of those industries. On page 3062, I call your attention to this entry. General Field Marshal Milch undertakes to accelerate the procuring of the Russian prisoners of war from the camps. And I ask you what measures you expected to take to accelerate procuring prisoners of war from the camps. Da ich Soldat war, hatte ich es übernommen, diese Frage an das OKW heranzubringen, dem die Kriegsgefangenen unterstanden. You didn't personally deal with the prisoners of war, but you undertook to obtain them from the OKW. Es waren uns diese Kriegsgefangenen von der Regierung für die Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Überführung dauerte anscheinend sehr lange und da mit dem OKW darüber zu sprechen war, wurde ich gebeten und habe das übernommen, dem OKW zu sagen, sie möchten die Antransporte etwas beschleunigen. Now let us turn to conference number 36, dated the 22nd of April, 1943. English translation, page 13. German, page 2125. And there, again, I call your attention to the fact that Speer, yourself, Sokol, and Kerner were among those present. There again you discussed the labor problem, did you not? Jawohl. And Kerner reported as follows, quoting Kerner, on the 1st of April, we had in agriculture a deficit of about 600,000 laborers. It had been planned to cover it by supplying labor from the east, mainly women. These laborers will first have to be supplied until other laborers are released from agriculture. We are just entering the season when the heaviest work in the fields has to be done. And considerable more, which I will not
take time to quote. Now I call your attention to page 2128, your contribution to that discussion, which reads as follows. If one proceeds as I proposed, and Tim agreed to it, no damage can be done. This ought to be done in any case. For the rest, I completely agree. We must now supply the mines with labor. The greatest part of labor which we can supply from the East will indeed be women. But the Eastern women are quite accustomed to agricultural work, and especially to the type of work which has to be done these coming weeks. The hoeing and transplanting of turnips and so forth. The women are quite suitable for this. One thing has to be considered. First, you must supply agriculture with the women. Then you can extract the men, laborer for laborer. It is not the right thing if first the men are taken away and the farmers are left without labor for 4 to 6 weeks. If the women arrive after such time, they arrive too late. And I ask you, how many women were transported to agriculture as a result of this conference? Aufgrund dieser Konferenz gar keine, sondern diese Besprechung war ja nur Anregung von unserer Seite, um der Industrie und auch der Landwirtschaft, weil da ein Ausgleich stattfinden sollte, die notwendigen Arbeitskräfte zu geben. Ohne die Arbeitskräfte hier im Kohlenbergbau war der Krieg nicht mehr weiterzuführen. Es mussten also Arbeitskräfte heran. Und hier ist ein Vorschlag gemacht, wie man einen Austausch vornehmen konnte, Männer, die noch in der Landwirtschaft beschäftigt waren, durch Frauen zu ersetzen, die man natürlich nicht in ein Bergwerk hineingeben kann. And to whom do you make those suggestions? You say they were not decisions, they were just suggestions. Nein, also die Vorschläge dem Vertreter des Arbeitsministeriums oder des Arbeitseinsatzbehörde gegenüber, hier, ich lese den Namen Tim, das war einer der höheren Beamten aus dieser Behörde. And Sokol, and to Sokol? Ich weiß nicht, ob Herr Saukel bei der Sitzung dabei war. Ich sehe hier nur den Namen Tim. It appears from the minutes that he was, but whether he was or not, you made suggestions as the Planning Commission to Sokol as to the needs for labor, didn't you? And called upon him to supply them. Jawohl, wir haben die Notwendigkeit gehabt, im Kohlenbergbau Arbeiter zu haben. Neue Arbeiter waren nicht zu gewinnen, also konnte es nur durch einen Austausch gemacht werden. We understand that, and you'll save a great deal of our time if you'll just answer the question. Now I call your attention to conference number 54 of the Central Planning Board, held on the 1st of March, 1944. English translation, page 1. German, page 1762. Now, at this conference, I remind you that it appears that Sokol, Milch, Scheiber, Kerner were among those present. And it was held at the Ministry of Air Transport. And you discussed
the desirability of draining off young male people from France so that they wouldn't be available to act as partisans in case there was an invasion by the Allies of French territory. Do you recall such a discussion, such a meeting? Im Einzelnen kann ich mich nicht erinnern. Ich habe mich schon bei den anderen Vernehmungen, sowohl hier in Nürnberg als in England, zu Protokoll gegeben, dass es unmöglich ist, im Einzelnen alle diese Sachen, die ja in großer Menge auf uns eingestürmt sind, genau zu erinnern, zumal mein Gedächtnis dadurch gelitten hat, dass ich nach meiner Gefangennahme sehr schwer misshandelt worden bin durch Schläge über den Kopf. Oh. Well, it'll help you if you'll refer to page 1799, opposite the name Milch, and read the entry, which reads as follows. Milch, in case the invasion of France begins and succeeds only to a certain degree, then we shall experience a rising by partisans, such as we have never experienced either in the Balkans or in the East. Not because this would have happened in any case, but only because we made it possible by not dealing with them in the right manner. 4 whole age groups have grown up in France, men between 18 and 23 years of age, who are therefore at that age when young people, moved by patriotism or seduced by other people who are ready to do anything which satisfies their personal hatred against us, and of course they hate us. These men ought to have been called up in age groups and dispatched to Germany, for they present the greatest danger which threatens us in case of invasion. I am firmly convinced, and have said so several times, if invasion starts, sabotage of all railways, works, and supply bases will be a daily occurrence. And then it will be really the case that our forces are no longer available to survey the execution of our orders within the country, but they will have to fight at the front, thereby leaving in their rear the much more dangerous enemy who destroys their communications and so forth. If one had shown the mailed fist and a clear executive intention, a churchyard peace would reign in the rear of the front at the moment the uproar starts. This I have emphasized so frequently, but still nothing is happening, I am afraid. For if one intends to start to shoot at this moment, it will be too late for it. Then we have no longer the men at our disposal to kill off the partisans. And you then go on to state that you think the Army should handle the executive action required in rounding up these people. Does that refresh your recollection? Jawohl, das ist richtig, in diesem Sinne ungefähr. Ob das wörtlich genau ist, kann ich nicht sagen. Es handelte sich um Kampf unseres Landes auf Leben und Tod, und da musste dafür gesorgt werden, dass nicht im Rücken von uns durch eine geheime Armee plötzlich der Widerstand zusammenbrechen musste, wie es ja nachher leider später von unserem Standpunkt aus der Fall gewesen ist. And you propose to eliminate the population back of the lines insofar as they might constitute a menace to your operations in case of invasion. Nein, diese Leute sollten rechtzeitig, wie es von der französischen Regierung zugesagt gewesen war,
als zur Arbeit nach Deutschland geschickt werden. Das ist die Meinung. Während nachher... That's what you were trying to get done, was it? Das war das, was notwendig war, dass diese Leute zur Arbeit kamen, so wie es die französische Regierung in ihren Verträgen mit der deutschen versprochen hatte. Statt dass man die Leute jetzt in die Marquis gehen ließ, um nachher die Sabotage zu haben. Und als Gegenmittel gegen die Sabotage dann das Erschießen erst notwendig wurde. Now, you did not confine your use of forced labor to your enemies. It was also applied as against your own allies, was it not? For example, turn to page 1814. And did you not contribute this to the discussion? Would not the following method be better? We could take, under German administration, the entire food supply for the Italians and tell them only he gets any food who either works in a protected factory or goes to Germany. Das war nach dem Abfall des einen Teils von Italien und handelte sich um die italienischen Soldaten, die sich gegen Mussolini erklärt hatten. Und diese Leute saßen hinter der Front rum, wollten nicht arbeiten und machten Sabotage gegen die deutsche Wehrmacht. Infolgedessen ist hier der Vorschlag gemacht worden, dass man den Leuten sagt, ihr könnt eure Verpflegung und alles in Ordnung bekommen, ihr müsst aber dann auch irgendwo arbeiten. Und zwar entweder in Italien, das sind die Essbetriebe, oder in Deutschland. I think you said in your direct examination, or perhaps earlier in your cross-examination, that you didn't know about any forced labor from occupied territory. You had no knowledge about that. Is that still your statement? Ich habe das nicht ganz verstanden. Zwangsarbeit war das, diese... Forced labor, yes. Jawohl. You didn't know anything about it. Bei diesen Leuten handelt es sich um Kriegsgefangene der Italiener, die uns zur Arbeit zur Verfügung standen, nach Abkommen mit der italienischen Regierung, die von uns anerkannt war. Mussolini hatte ausdrücklich diese Männer für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Well, let's, excuse me for interrupting you, but let's not bother with Mussolini here. I ask you whether you still stand by the statement you made earlier, as I recall it, that you did not know of any forced labor brought in from the occupied countries to Germany. Now, is that your statement or isn't it? Soweit es sich um die freien Arbeiter handelt und um freie Leute, behaupte ich das noch. Für mich handelt es sich hier um uns zur Verfügung gestellte Leute. Und Herr Oberrichter, für uns in der damaligen Zeit, wo das gesagt ist, bestand eben noch diese italienische Regierung. Auch wenn man heute von ihr nicht mehr zu sprechen braucht. Aber damals war sie noch da. Well, now, I ask that your attention be brought to page 1827 of the minutes of this meeting at which you were present, and where the discussion that you've just admitted took place. And I call your attention to the line opposite the name Sokell, from which it appears that Sokell then reported, out of the 5 million foreign workers who arrived in Germany, not even 200,000 came voluntarily. Daran kann ich mich keineswegs entsinnen. You don't have any recollection of that? All right. Nein, kann ich mich nicht erinnern.
Well, we'll go on then to conference number 23 of the Central Planning Board, held the 3rd of November, 1942. It's the English translation, page 27. The German translation, page 1020, or the German text, page 1024, in which it appears that you were present and participated in the discussion. And I call your attention to page 1024, line 10, to these entries of the stenographic minutes. Spare. Well, through the industry, we could deceive the French by telling them that we would release for their use all prisoners of war who are rolling mill workers and smelters if they would only give us the names. Roland, we have established our own office in Paris. I see you mean the French should report the smelters who are prisoners of war in Germany. Milch, I simply say you get 2 men in exchange for one of these. Spare, the French firms know exactly which prisoners of war are smelters. Unofficially, you should create the impression that they would be released. They give us the names, and then we get a hold of them. Do that. Roland, that is an idea. Now, your contribution was to want 2 men in place of 1. Is that? Ja, das heißt, 2 Leute von einem anderen Beruf dafür freizugeben, ist der Vorschlag für einen von diesen besonderen Fachleuten. Wie knapp es war, sehen Sie auch aus dem nächsten. And that was your entire objection. That was your entire objection to Der the... einzige Zweck war, solche Leute zu bekommen und dafür andere ihnen zu geben. Now let us take up Conference 53 of the Planning Board, held the 16th of February, 1944, English translation, page 26, and the German from 1851 on. You will find yourself included among those who were present, and it was at the Reich Air Ministry that it was held. I first call your attention to the entry on page 1863. The word opposite, Milch. Milch. The armament industry employs foreign workmen to a large extent. According to the latest figures, 40%. The new directions by the Plenipotentiary General for manpower are mostly foreigners, and we lost a lot of German personnel which was called up. Especially the air industry, being a young industry, employs a great many young people who should be called up. This will be very difficult, as is easily seen, if one deducts those working for experimental stations. In mass production, the foreign workers by far prevail. It is about 95% and higher. Our best new engine is made 88% by Russian prisoners of war, and the other 12% by German men and women. 50, 60 Ju-52s, which we now regard only as transport planes, are made per month. Only 6 to 8 German men are working on this machine. The rest are Ukrainian women who have beaten all the records of trained workers. You recall that? Jawohl, genau. Daran kann ich mich genau entsinnen. And on 1873,
you come forward with this suggestion. Milch, the list of the shirkers should be entrusted to Himmler's trustworthy hands, who will make them work all right. This is very important for educating people and has also a deterrent effect on such workers who would likewise feel inclined to shirk. Jawohl, das handelt sich wieder um die von heute Vormittag von mir beschriebene Bummelantenwirtschaft. Yes. Among foreign workers, wasn't it? Nein, das waren Inländer, die Bummelanten. Well, Englishmen are foreigners in Germany, aren't they? I don't know what you mean by saying they were not foreigners, they were Englishmen. Ich weiß nicht, ob von Engländern hier die Rede ist. Oh. Englische Kriegsgefangene haben auch niemals bei uns gearbeitet. Also um Engländer kann es sich um keinesfalls hierbei handeln. Well, what were they? You say they're entirely German? Was wir unter Bummelanten verstanden, war eine Gruppe von Leuten, die nur im Kriege zur Arbeit verpflichtet wurden, Deutsche, die im normalen Verhältnis nicht zu unserer Arbeiterschaft gehörten, sondern die eben im Kriege zwangsweise ausgehoben wurden. Well, I'll come back to that in a minute, but first I want to ask you how Himmler was going to make them work. What did Himmler do? What methods did Himmler possess? Why were you proposing Himmler in this thing? Weil Himmler in einer Besprechung darüber Vortrag gehalten hatte, dass er die Verpflegungszulagen der Arbeiter bei uns hatte, die normale Grundverpflegung der übrigen Bevölkerung und darüber hinaus ganz erhebliche Zulagen, die beim Schwerstarbeiter das Mehrfache der normalen Grundverpflegung waren. Diese Verpflegung wurde im normalen Arbeitsbetrieb durch die Ernährungsämter gegeben, unabhängig von der Frage, wo oder wie, vor allen Dingen wie der Mann arbeitete. Bei Himmler war der Vorschlag gemacht worden, dass er diese Zulagen nur dann ausgab und nur in der Höhe, wie die Männer durch ihre Arbeit es verdienten. Da Himmler dabei irgendwelche Leute hatte, die aus den Konzentrationslagern waren und so weiter, war das möglich. Für die freien Arbeiter konnten wir dieses Verfahren nicht einführen. Daher der Vorschlag, Leute, die Arbeitssabotage in ihrem eigenen Lande trieben, dadurch zur Erziehung zu bringen, dass ihnen die ihnen nach der Arbeit zustehenden Zulagen nur gegeben wurden, wenn sie diese Arbeit auch ausführten. Well, now, you know the difference between work camps and concentration camps, don't you? Ja, natürlich. Yes. And these people who were doing work in these industries were kept in the main in work camps, were they not? In which their rations were controlled without Himmler's hand being in it at all. Nein, die deutschen Arbeiter waren nicht in Arbeitslagern im Allgemeinen untergebracht, sondern die wohnten ja zu Hause und bekamen auch deshalb durch die Ernährungsämter je nach ihrer Wohnung ihre Zusatzverpflegung. Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass der Wunsch, hier durchzugreifen, von unserer deutschen Arbeiterschaft ausging, von den Betriebsobmännern, die natürlich mit Ärger sahen, dass Leute, die nichts leisteten, die ihr Vaterland in der Not im Stich ließen, dass die mit Lebensmittelzulagen besser behandelt wurden als die normale Bevölkerung. And you still say that all you were talking about was German workers.
not prisoners of war and not foreign workers. Now be clear about that. Bei den Worten Bummelanten spreche ich von deutschen Arbeitern. Nach meiner Auffassung handelt es sich nur um diese. All right. Now I'll ask that your attention be called to page 1913. Milch, this is your contribution at that point. It is therefore not possible to exploit fully all the foreigners unless we compel them by piecework, or we have the possibility of taking measures against foreigners who are not doing their bit. Do you find that entry? Jawohl. Yes. And then you proceeded to complain that if a foreman lays hand on a prisoner of war or smacks him, there is at once a terrible row and the man is put into prison. There are sufficient officials in Germany who think it their most important duty to stand up for human rights instead of war production. I also am for human rights. But if a Frenchman says, you fellows will all be hanged, and the chief of the factory will be beheaded first, and if then the chief says, I'm going to hit him, then he's in a mess. He is not protected. But the poor fellow who said that to him is protected. Do you report that to the meeting? Das kann durchaus sein. Denn das war Yeah. Now, what was your remedy? What did you suggest? Ich weiß aus Erinnerung, dass solche Fälle vorgekommen sind, dass fremdländische Arbeiter ihre deutschen Vorgesetzten bedroht und auch angegriffen haben. Und wenn sich der Mann dann zur Wehr setzte, wurde gegen ihn vorgegangen. Das habe ich nicht für richtig gehalten. Now, you provided your own remedy, didn't you? The next line. I have told my engineers, I am going to punish you if you don't hit such a man. The more you do in this respect, the more I shall praise you. I shall see to it that nothing happens to you. This is not yet sufficiently known. I cannot talk with all factory leaders. I should like to see the man who stays my arm, because I can settle accounts with anybody, everybody who stays my arm. You find that? Ich habe es gesehen hier eben, ja. Ich kann mich an die Worte im Einzelnen nicht entsinnen. Ich stehe aber auf dem Standpunkt, dass es eine Unmöglichkeit war, wenn ein Gefangener oder ein ausländischer Arbeiter seinem deutschen Vorgesetzten sagen kann, wir werden euch den Hals abschneiden, und dem Betriebsführer das erklärt. Well, do you mean to say that if a prisoner of war attempted or threatened to cut the throat, that German officers would stand up for him as against the employer? You don't mean that, do you? Well, we'll go on. If the little factory leader, I'm still quoting from you, does that, he is put into a concentration camp. You find that? Ja, ich sehe hier, ja. Yes. And runs the risk of losing prisoners of war. Now, I'm still quoting you, and I want you to find the entry. In one case, 2 Russian officers took off with an airplane, but crashed. I ordered that these 2 men be hanged at once. They were hanged or shot yesterday. I left that to the SS. I expressed the wish to have them hanged in the factory for the others to see. Do you find that? Ich habe das gefunden und kann das nur zu sagen, ich habe niemals jemanden davon hängen lassen, noch habe ich eine solche Anordnung gegeben. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass ich das hier gesagt habe. Das hat mit dieser Frage gar nichts zu tun. Ich kenne auch gar keinen Fall, wo 2 russische Offiziere mit einer Maschine geflohen sein sollen. Is
there anything else you'd like to say in reference to that entry? Nein, ich habe dazu nichts zu sagen. Das ist völlig unbekannt und ich glaube das auch nicht, dass das hier gesagt ist. Is that all that I have at the present time?